Einen wunderschönen guten Tag, my lovelies. Das Wetter spielt dabei leider nicht mit, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Ihr Lieben, einen Moment bitte, bevor wir starten mit der Legung. Ich habe gerade eine ganz wichtige Ankündigung vorweg zu tätigen. Und zwar habe ich aktuell keinen PC bzw. Laptop, auf dem ich die Werbeeinstellungen meiner aktuellen Videos und kommenden Videos quasi einstellen kann, beziehungsweise die Masse an Werbung reduzieren kann. Funktioniert leider nicht über die Handy-App, warum auch immer das so gemacht ist von YouTube. Auf jeden Fall, bisher habe ich das immer über einen PC extra gemacht, habe ich gerade nicht die Möglichkeit dazu, deswegen, es tut mir schon mal leid im Voraus, dass ihr wahrscheinlich sehr viel Werbung zu sehen bekommt auf dem aktuellen Video und auf den kommenden Videos. Ich hoffe, das hat sich bald wieder erledigt. Jawohl, wollte ich euch nur mitteilen. Jetzt starten wir mit der Legung. Ich habe keine spezielle Frage gestellt. Ich habe die Kipperkarten in der Hand. Wir holen uns jetzt einfach mal die erste fliegt schon, die Energien ab, über die wir heute sprechen. Die 35, ein langer Weg. Interessant, ja. So gewisse Dinge, die jetzt hochkommen, gewisse Erkenntnisse über Wegstrecken, die wir bisher gegangen sind, Dinge, die wir erreicht haben, Dinge, wo wir noch drin festhängen. Gucken wir mal weiter, was sich noch zeigt. Die 10, eine Reise. Die 38, Mühe und Arbeit, die 33, trübe Gedanken, wenn da mal nicht die aktuelle Jahreszeit bzw. das Wetter noch mit reinspielt. Ja, man hat dir sehr viel reingegeben, man hat dir sehr viel geleistet. Es zieht sich schon eine Zeit lang, Monate, bei den einen oder anderen eventuell schon Jahre, worum auch immer es sich hier handelt. Und eventuell kommen hier langsam dunkle Gedanken mit ins Spiel, beziehungsweise Zweifel, Ängste. Wird das überhaupt noch was? Wo ist die Hoffnung? Wo ist das Vertrauen? Man macht sich über Dinge vielleicht auch Gedanken, über die man keine Kontrolle hat. Dinge, die man nicht steuern kann, beziehungsweise alte Ängste, die hochkommen. Gucken wir mal weiter. Also, die 2, die weibliche Hauptperson, das ist deine Energie, deine persönliche Energie. Und die 24, der Diebstahl. Holen wir uns noch 1 oder 2 Kärtchen ab, genau. Und dann fliegen sie, die 2. Die 28, die Erwartung, die 20, das Haus und unter dem Deck die 3, die Ehestandskarte. Wow. Es geht hier quasi um dich bzw. um die Anteile, die du von dir selbst verloren hast über die ganzen letzten Wochen, Monate oder Jahre. Wir haben hier keine spezielle Situation, das kann also auf alles Mögliche hindeuten. Du hast dich für die Familie aufgeopfert, für deinen Job aufgeopfert, in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, ja, wie auch immer diese ausschauen mag, in irgendeiner Seelenverbindung, im Freundeskreis. Was auch immer, spielt gar keine Rolle. Das Wichtige dabei ist, also hierbei ist wirklich die Erkenntnis zu erlangen, beziehungsweise anzuerkennen, wo sind diese Lücken? Wo habe ich mich selbst verloren? Wo stehe ich jetzt? Wer bin ich eigentlich? Gleichzeitig, und hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, gleichzeitig hat man eine gewisse Traumvorstellung, eine gewisse Wunschvorstellung. Und ich spreche jetzt hierbei aber nicht von irgendwelchen Träumen, die man verfolgt aktiv, sondern ich spreche hier von einer Prägung, von einem Idealbild, wie man sich das vorstellt, wie man zu sein hat. Also das, was hier mit ins Feld spielt, ist nicht das, wo du hin möchtest, wer du wirklich bist,
sondern das, was dich zurückhält, das sind diese Prägungen aus deiner Vergangenheit, aus deiner eigenen Kreation, deine eigenen, wie heißt das? Moment, ich habe zurzeit wieder enorme Schwierigkeiten, die Wörter in meinem Kopf zu fassen. Struktur, Grundgerüst, Konzepte. Ja, dieses ganze Ding in unseren Köpfen, unsere Vorstellung von irgendetwas aufgrund von irgendwelchen Prägungen, Dinge, die wir uns selber kreiert haben, irgendwelche Konstrukte, irgendwelche Strategien, die aber nichts mit unserem wahren Selbst zu tun haben. Und das ist das, was sich hier enorm zeigt in dieser Zeitqualität aktuell. Was will das Leben von uns? Was will das Universum von uns? Dass wir, und diese Stimme ist sehr, sehr laut, dass wir die Ehe eingehen, wieder in Verbindung gehen mit uns selbst. Uns selbst erkennen, uns selbst anerkennen. Ich hole jetzt dazu, was nehmen wir dazu in die Klärung? Ich habe hier gerade zwei verschiedene Energien, die mit wollen würden. Wir nehmen die hier. Was ist das? Das Midnight Oracle. So, das Auge für den langen Weg. Die Hand für die Reise. Der Bär für Mühe und Arbeit. Ich mache hier mal kurz die Reihe voll. Das Rad für die trüben Gedanken, Endlosschleife. Für die Hauptperson, also für dich, haben wir hier die Fackel. Ja, Mann! Erkenne die Führung, erkenne dein Licht. Den Schlüssel für Diebstahl. Ich könnte ausrasten. So. Ja, dann müssen wir jetzt beides nehmen. Die Zeit für die Erwartungen und das Buch und die Motte für das Haus. Das Schloss bekommen wir für die Ehestandskarte. sorry. Das ist, oh, warte mal. Hier spaltet sich gerade was ab in Bezug auf eine andere Person. Oh krass, oh krass. Moment, ich habe hier noch was ganz Spezielles. Und zwar kann es sich hier auch um eine gewisse Person handeln, also mit der du in Verbindung stehst, für wen du dich komplett aufgegeben hast. Es zieht sich schon sehr lange, habe ich vorhin schon gesagt, und du hast dich in der Zeit so sehr verändert, hast dich so sehr von dir entfernt, um diesem Menschen näher zu kommen, um mit ihm eine tiefere Verbindung einzugehen. Aber irgendwas ist hier wohl nicht richtig am Platz, deswegen gibt es die Verbindung zwischen euch beiden nicht. Die wird nicht hergestellt, die wird nicht intensiviert, die wird nicht aufgebaut, weil du nicht bei dir bist. Dann stellt sich jetzt natürlich direkt die nächste Frage, was passiert, wenn du ganz bei dir bist? Ist dieser Mensch dann überhaupt noch von Bedeutung? Oh ja, ihr Lieben, und selbst wenn du jetzt hier vor dem Video sitzt und dir denkst so, na klar, ich liebe diesen Menschen ja. Aus den tiefsten Tiefen meines Herzens. Und werde ihn für immer lieben. Ja, das ist jetzt aus deiner aktuellen Situation raus.
Aber wenn du wirklich in deiner Selbstliebe bist, in deinem Selbstwert, wenn du dir deiner selbst komplett bewusst bist, ist dieser Mensch dann überhaupt noch wichtig? Ich sag's mal so, wird sich rausstellen, wenn du hier den Durchblick hast. Also in deinem Leben. So, jetzt fangen wir aber erstmal wieder von vorne an. Ja, hier ein langer Weg. Das Auge. Wichtig ist hierbei erstmal zu erkennen, wie lang geht dieser Mist schon? Wie lang geht dieser Blödsinn schon? Ja, und ich sage Mist und Blödsinn, weil alles in irgendeiner Form, sage ich jetzt mal, schlecht ist, was uns von uns selbst wegbringt. Auch wenn es unsere eigene Entscheidung war. Aber es gibt Dinge, die kann man echt getrost aus seinem Leben rausschmeißen. Ja, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Es geht darum, dass wir erstmal erkennen, wie lange gehen wir schon auf diesem Weg. Ist es im Endeffekt wichtig? Nein. Aber es ist wichtig für den ersten Step, in eine neue Richtung. Ja, absolut. Weil, wenn du dir überlegst, Mensch, ich mache das jetzt schon so lange mit, so lange gehe ich diesen Weg schon und es hat sich nichts verändert, ich habe nichts bekommen, es hat nichts gebracht, dann wird es eventuell Zeit für eine neue Richtung, für einen anderen Versuch, für eine neue Strategie, was auch immer. Deswegen ist es so wichtig hinzuschauen, um diese Erkenntnis zu erlangen. Die Reise, Mühe und Arbeit und trübe Gedanken sind ja vorhin zusammen rausgefallen. Ja, das ist das, wo man so viel reingegeben hat, so viel von sich aufgegeben hat, um anderen Menschen zu gefallen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, um vielleicht in irgendeiner Form geliebt zu werden. All diese Energien bringen dich noch weiter weg von dir selbst. Das ist das, was die Seele eigentlich nicht will. Aber, und Warnsignale waren definitiv da. Deine Intuition hat bestimmt in der ein oder anderen Situation geschrien, aus vollem Leibe. Hört man's? Vielleicht, die einen haben es gehört, die anderen haben es gehört und ignoriert und andere wiederum, die haben es nicht gehört. Ja? Es heißt, es sind unsere Handlungen, es ist unsere Kraft, unsere Stärke, es ist unser Elan, den wir hier reingeben, unsere Motivation. Wenn auch irgendwo, ich sage jetzt mal eine falsche Motivation, ja, also falsch im Sinne von, klar, alles gehört natürlich zum Weg dazu, zu den Lernprozessen, zu den Lernaufgaben etc. pp. Aber wenn man eine bestimmte Sache erreichen möchte, und es geht über einen gewissen Zeitraum und dieser Zeitraum, der dehnt sich ins Unendliche aus und es bringt einfach nichts, dann ist es irgendwo falsch. Ja, deswegen meine ich das. Und du drehst dich hier im Kreis. Es kommt immer das Gleiche dabei raus. Vielleicht gibt es mal kurzzeitig eine Besserung, vielleicht gibt es hier und da mal einen Lichtblick, wo du dir denkst, so Mensch, jetzt haben wir es geschafft, jetzt passt das Ganze und dann zack, bumm, durch irgendeine Entscheidung in dieser Situation oder dieser anderen Person ist alles wieder aufgebrochen, ist zerbrochen. Die Gedanken drehen sich in einer Spirale und es ist ein sehr erschöpfender Weg. Wie erkennt man, ob man auf dem richtigen Weg ist? Also erstens mal die Kommunikation mit der geistigen Welt. Okay, wir erhalten Hinweise und Nachrichten, in welcher Form auch immer, die uns zeigen, sind wir gerade auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg. Ja? Und richtig und falsch bedeutet immer nur für dich persönlich der richtige oder falsche Weg. Ja, weil es gibt kein pauschales richtig und falsch. Es geht immer darum, welchen Weg gehst du in deinen Schuhen. So, was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen? Genau, diese Belastung. Es gibt Situationen, nehmen wir einfach mal einen Job, ja.
Es gibt ein gewisses Projekt. Du musst super viele Überstunden schieben, wirst aber nicht wirklich dafür gewertschätzt oder sonst irgendwas. Und du weißt aber, das ist nur temporär. Du weißt, okay, ich muss mich hier jetzt durchbeißen, ich muss jetzt hier alles geben, ich muss hier jetzt mehr geben, als ich eigentlich habe, bis zu diesem Zeitpunkt und dann ist vorbei. Ja, oder wie beim Umzug zum Beispiel. Du hast schon keine Kraft mehr hier mit Familie, mit Arbeit und Pipapo und musst jetzt auch noch den Umzug meistern und dir fehlen sämtliche Hände. Aber du weißt, du musst jetzt nochmal den Arsch zusammenzwicken und hier durchziehen, damit du dann das erreicht hast. Und wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns danach leicht und frei fühlen. Wenn dieses Ding, dieser Weg sich aber immer und immer wieder weiterzieht und länger zieht und das Ziel kommt nicht näher irgendwie, sondern bleibt immer in der gleichen Entfernung oder entfernt sich sogar noch weiter, das hat was Erdrückendes, das hat was Erschwerendes, dann wissen wir, wir sind auf dem falschen Weg. Und ja, es kann auch sein, dass das der falsche Weg ist, obwohl man davon überzeugt ist, vom Kopf, dass das der richtige Weg ist. Ich sage jetzt mal so pauschal, richtig ist der Herzensweg. Der falsche Weg ist der, den wir uns einbilden, erreichen zu müssen oder haben wollen. Wir, um diesen Weg, um diesen Herzensweg weiterzugehen oder um überhaupt diesem Herzensweg zu folgen, wenn wir selbst blind sind, dürfen wir uns an etwas Übergeordnetes richten. Was auch immer es für dich sein mag, ich lege jetzt niemandem hier irgendwas ins Feld. Folge dem Licht. Folge deinem Glauben. Folge deiner Herzensüberzeugung. Okay, ganz wichtig, nicht die Überzeugung hier oben, das Kreierte vom Verstand her, sondern folge deinem Herzen. Wärme, Geborgenheit. Du gehst und gehst und gehst. Und wenn du dafür Leichtigkeit erntest, wenn es warm wird um dein Herz, dann bist du auf dem richtigen Weg. Mit jedem Problem, das auf dich zukommt oder jedes Problem, mit dem du zu tun hast, bist du die Lösung. In jeglicher Situation. Warum? Weil du immer entscheiden kannst, wie es für dich weitergeht. Du hast keinen Eingriff oder keine Entscheidungskraft darüber, was dir widerfährt, beziehungsweise was dir vor die Füße geschmissen wird, welche Herausforderung, welche Prüfung. Aber du kannst immer selbst bestimmen, wie du darauf reagierst, wo du deine Macht hinlenkst. Göttliches Timing, Transformation. Mach dich frei von dem Leben, das du dir vorstellst, damit du das Leben erhältst, das du brauchst, Schrägstrich verdienst. Der Spruch ist nicht von mir, das habe ich irgendwann mal in der Vergangenheit irgendwo im Internet gelesen oder auf irgendeinem Kalenderblatt oder sonst irgendwas. Und das ist genau die Energie, die sich hier zeigt. Löse dich von sämtlichen Erwartungen in Bezug auf eine Situation, in Bezug auf eine andere Person, in Bezug auf irgendwas. Löse dich von der Erwartungshaltung, um frei zu sein für das, was wirklich für dich bestimmt ist. Loslassprozess. Schon wieder, ja, hier haben wir es wieder. Loslassen ist tatsächlich einfacher, als man immer denkt. Nur brauchen wir eben den Mut dazu, wirklich zu sagen, okay, wenn das nicht für mich bestimmt ist oder wenn dieser Mensch nicht für mich bestimmt ist, dann soll es so sein. Dann will ich mich frei machen
für das, was tatsächlich zu mir kommen möchte. Es ist so wichtig, die eigene Essenz zu erkennen, anzunehmen und zu integrieren. Wirklich diese Ehe mit sich selbst einzugehen. Und ja, auch wenn es hart ist, in der einen oder anderen Situation, wir müssen auch, also gerade liebestechnisch müssen wir akzeptieren, dass nicht jeder Mensch, den wir wollen, dass der uns auch will. Aber wir haben den größten Nutzen davon und letztendlich auch das größte Glück, wenn wir die Situation annehmen und die Lernaufgaben auch, die uns dieser Mensch, den wir unbedingt haben wollen, mitbringt. Und ja, in den meisten Seelenpartnerschaften ist es einfach so, dass dieser Mensch in dein Leben kommt, um dir zu zeigen, was dir fehlt. Aber dieser Mensch ist nicht dafür da, dir das zu geben. Es ist deine Aufgabe, dich selbst zu erfüllen. Will man das hören? Nein, will man nicht, aber es ist eine notwendige Botschaft, um den Kreis zu schließen, um abzuschließen mit gewissen Dingen, mit gewissen Themen aus der Vergangenheit, um hier im wahrsten Sinne des Wortes abzuschließen, dieses alte Kapitel. Ist es notwendig, sich selbst zu finden und sich selbst zu leben, man selbst zu sein. Und ja, auch wenn es dem Umfeld nicht gefällt, dieses Umfeld oder diese Umstände übrigens, für die man sich so lange Zeit aufgearbeitet hat. Ich habe hier auch gewisse Menschen drin, die dieses Jahr 2024 gestartet haben und gesagt haben, so, boah, und dieses Jahr wird so und so und so und so. Ja, dann kam es vielleicht komplett anders, als man dachte. Und es hat einen in eine Art schwarzes Loch gesogen. Diese Spirale ist man immer tiefer, immer weiter runter gerutscht. Die eine oder andere natürlich auch gesprungen. War scheiße? Ja, definitiv. Aber ich sage immer Lernprozess, Lernaufgabe. Nimm es an als Möglichkeit, als Chance, als Hilfsmittel, als Wegweiser, als Botschafter, was auch immer dir widerfahren ist, was auch immer du hier erlebt hast in dieser Zeit. Nimm es dankbar als Wachstumsschub an, als Möglichkeit, dir selbst immer näher zu kommen. Ja. Ich habe gerade noch mal abgecheckt, ob es irgendwas noch dazu zu sagen gibt. Aber nein, außer einer Seelenbotschaft für dich gibt es jetzt hier nichts mehr. Und ihr Lieben, das heißt, das hat jetzt löschen. Niemand sagt, dass dieser Weg leicht ist, einfach ist, nur friedvoll und nicht schmerzhaft. Das sagt niemand. Die ein oder anderen hier gehen durch ihren tiefsten Seelenschmerz. Definitiv. Aber das Ergebnis dessen, nach Abschluss dieser Prüfung, das ist Frieden, das ist Leichtigkeit, das ist Glück, das ist die pure Liebe. Du glaubst mir nicht? Kein Problem. Macht mir nichts aus. Probier's einfach. Probier's einfach aus. So, wir haben hier 3 Kärtchen plus die unterm Deck. Was steht hier?
Hier steht das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Sieh das Gute in allem, was du schlecht nennst. Ja, so gewisse Lernaufgaben und so Zeug. Nichts in deinen Kämpfen und Sorgen und Problemen ist bedeutungslos. Das, was wir gerade gesagt haben, hier mit der Spirale nach unten, dieses schwarze Loch, das dich aufsaugt. Alles, was dir da widerfährt, hat irgendeine Bedeutung. Ja, diese Bedeutung, die erkennt man nicht immer sofort. Das heißt aber nicht, dass sie nicht existiert. Ja, vorhin haben wir angesprochen, dieses richtig und falsch. Jeder hat sein richtig und falsch. Natürlich in übergeordneter Sicht, so wie das auch hier steht, gibt es sowas nicht. Ich lese es sofort vor. Gibt es dieses richtig und falsch nicht, weil alles gehört zu alles gehört zum Wachstumsprozess dazu. Aber wenn wir das nicht unterscheiden können, wenn wir nicht aus unseren Fehlern lernen, dann laufen wir schlichtweg wieder nochmal durch diesen Kreislauf. Okay, deswegen unterscheidet man hier im menschlichen Sinne richtig von falsch. Aber im übergeordneten Sinne gibt es das nicht. Was auch hier steht, wisse, dass welche Entscheidung du auch immer machst, es war die richtige. Nur wenn du immer wieder diese Entscheidung triffst und sie hält dich in einer Spirale gefangen, dann ist es Zeit für eine andere richtige Entscheidung. Okay? Du bist genau dort, wo du sein sollst. Und unter dem Deck haben wir die Botschaft, wisse, du bist behütet und beschützt. Das ist vor allem in der Situation, wo man wirklich den Absprung wagt. Wenn man sagt, okay, ich lasse diesen Weg hinter mir, er hat zu nichts geführt, ich habe mich selbst verloren, ich habe das Wertvollste in meinem Leben verloren, mich selbst. Ich mache jetzt den Absprung. Und da ist dieses nicht unsichere, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du siehst vielleicht noch kein Ziel vor Augen. Du siehst vielleicht noch nicht klar. Das macht nichts. Vertraue deiner Intuition, vertraue dem Prozess, vertraue deinem Weg, vertraue der göttlichen Führung, was auch immer es ist. Hab Vertrauen, dass dich nichts runterziehen kannst, dass dich nichts runterziehen kann, wenn du es nicht zulässt. So, bevor es jetzt weitergeht mit meinen heutigen Sprachfehlern, beenden wir dieses Reading. Lassen es wirken. Ich wünsche euch allen das Beste. Bis zum nächsten Mal.